Handle einfach per App mit geringen Gebühren Aktien, ETFs, Krypto und Co. mit Scalable Capital oder lass dein Vermögen automatisiert verwalten. Wie du Geld mit Scalable Capital anlegen kannst und was du alles zum Anbieter wissen musst, erkläre ich dir in diesem Tutorial. Als erstes gebe ich dir einen Überblick, was mit Scalable möglich ist und wie es preislich aussieht. Dann erstellen wir gemeinsam ein Konto und ich zeige dir im Detail, was alles möglich ist vom Kaufen, Verkaufen und Verwalten von Aktien, Sparpläne anlegen und Co. In einem eigenen Kapitel gehen wir auch noch auf die besondere Vermögensverwaltung von Scalable ein und abschließend werfen wir noch einen Blick in die Einstellungen. Mehr Tutorials zu anderen Brokern oder Bankanbietern findest du auch auf meinem Kanal. Kleiner Disclaimer, dieses Tutorial ist keine Investmentberatung oder Anlageempfehlung. Scalable Capital kann als Broker, mit welchem du selber Aktien, ETFs, Krypto und Derivate handeln und Sparpläne anlegen kannst, verwendet werden, oder als Vermögensverwaltung, wo dein Geld automatisiert in ETF-Portfolios angelegt wird, wo du auch eine Nachhaltigkeitsoption hast, in einem eigenen Kapitel später noch mehr dazu. Das Ganze geht bequem im Web oder in der App. Doch wie sieht es preislich aus? Standardmäßig gibt es den kostenlosen Free Broker, wo du keine Gebühren beim Anlegen eines Sparplans ab €1 auf ETFs, Aktien, Krypto und auf ausgewählte Prime-ETFs, die über 250 liegen, hast. Für alle Aktienkäufe oder die nicht Teil des Prime-ETF-Programms von Scalable sind, zahlst du eine einmalige Gebühr von 99 Cent pro Kauf. Die gleiche Gebühr fällt auch beim Kauf von jeglichen Derivaten an. Jetzt kannst du neben dem Free Broker auch den Prime Broker wählen, wo du im Jahresabo 2,99 € pro Monat zahlst oder im unverbindlichen Monatsabo 4,99 € pro Monat. Hier entfallen die Gebühren bei allen ETFs, Aktien, Fonds und Krypto ab 250 €. Zusätzlich kannst du dir unlimitierte Preisalarme für Wertpapiere einrichten, was beim kostenlosen nur bei einem geht. Und du kannst auf die Smart Predict-Funktion zugreifen, welche die Wahrscheinlichkeit einer Durchführung einer Limit- oder Stop-Order in der nächsten Stunde prognostiziert. Das Prime-Abo ist primär interessant für Personen, die sehr häufig neue Aktien im Wert von über 250 € kaufen möchten, was bei den meisten Kleinanlegern wohl nicht der Fall sein wird. Generell beziehen sich die ganzen Preise auf alle Transaktionen, welche über Getex, dem elektronischen Handelsplatz der Bayerischen Börse, getätigt werden, welches Scalable unterstützt. Zusätzlich unterstützt Scalable auch die deutsche elektronische Leitbörse Xetra, welche die Frankfurter Börse betreibt, wo du unabhängig von deinem Abo für jeden Kauf eine Pauschale von 3,99 € bezahlst und eine Handelsplatzgebühr von 0,01% mit einem Minimum von 1,50 €. Dein Depot bei Scalable läuft über die Bader-Bank, wofür keine Führungsgebühren erhoben werden. Scalable Capital ist ein deutscher Neo-Broker mit Sitz in München, welcher von der BaFin und der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt wird. Um jetzt mit Scalable selber Aktien, ETFs und Co. handeln zu können, müssen wir uns als erstes ein kostenloses Depot erstellen, was direkt über den ersten Link in der Beschreibung geht. Hier einfach auf Depot eröffnen klicken und dann müssen wir nur unsere E-Mail-Adresse angeben und über die darauf folgend erhaltene Mail diese bestätigen. Jetzt müssen wir auswählen, welches Broker-Abo wir haben möchten. Entweder wir nehmen den kostenlosen Free Broker oder den Prime Broker für eine monatliche Gebühr, welche wir im vorherigen Kapitel schon genauer thematisiert haben, welchen wir hier auch kostenlos testen können. Im nächsten Schritt müssen wir dann alle unsere persönlichen Informationen angeben, wie Namen, Adresse und Handynummer, sowie unsere Staatsangehörigkeit und unsere Steuer-ID. Falls du letztere gerade nicht parat hast, kannst du diese auch weglassen und sie wird von Scalable später automatisch ermittelt. Zu guter Letzt müssen wir dann noch ein Passwort festlegen, mit welchem wir in Kombination mit unserer E-Mail-Adresse uns in unserem Scalable-Account zukünftig anmelden können. Im nächsten Schritt müssen wir dann ein SEPA-Lastschriftverfahren bestätigen, indem wir die IBAN von unserem normalen Giro oder unserer Kreditkarte angeben. Von dem Konto können wir dann Geld einziehen lassen, womit wir den Broker aufladen können, und von dem Konto werden auch die Gebühren oder Sparpläne abgezogen, welche gegebenenfalls anfallen. Jetzt können wir auch festlegen, ob wir unsere erste Aufladung direkt einziehen lassen wollen von dem Konto, wo wir auch den Betrag festlegen können, oder selbst auf das Konto überweisen wollen, wo wir später die IBAN für unser Brokerkonto erhalten. Ich entscheide mich für Letzteres, da es voraussichtlich schneller geht. Jetzt müssen wir alle Vertragsdetails durchlesen und bestätigen, um unser Konto zu erstellen.
Wir können uns jetzt mit unseren Login-Daten im Web oder in der App anmelden, aber um sie verwenden zu können, müssen wir jetzt zu Beginn noch unsere Identität bestätigen. Das funktioniert in Deutschland über die Postident, wo wir 3 Optionen haben. Entweder wir verifizieren uns in einer unterstützten Postfiliale in der Nähe, per Videochat oder per eID, falls wir eine besitzen. Hier einfach die gewünschte Variante auswählen und durchführen. Anschließend verarbeitet Scalable kurz eure Identifizierung, eröffnet das Konto bei der Baader Bank, mit welcher Scalable zusammenarbeitet, und dann ist dein Account erfolgreich freigeschaltet. Der ganze Prozess kann bis zu ein paar Werktagen dauern, bei mir hat es aber alles mit Videochat-Identifizierung innerhalb von wenigen Stunden geklappt. Hast du beim Erstbetrag einen Einzug von deinem Konto ausgewählt, wird dieser jetzt auch automatisch einmalig eingezogen. Haben wir uns jetzt im Web angemeldet, sehen wir direkt auf der Startseite unseren Broker und unsere Vermögensverwaltung auf einen Blick und können das jeweilige Produkt auswählen, um es verwalten zu können. Im linken Menü haben wir dann auch unseren Broker mit extra Krypto-Unterteilung und Vermögensverwaltung auf einen Blick, wo wir auch dazwischen wechseln können. Haben wir unseren Broker ausgewählt, sehen wir direkt unseren aktuellen Portfoliowert mit dem Kursverlauf unserer aktuell gehaltenen Aktien. Hier sehen wir auch auf einen Blick unseren Gewinn bzw. Rendite, welche wir mit allem zusammen aktuell haben. Unter unserem Portfoliowert sehen wir dann, wie viel Geld wir aktuell auf dem Broker eingezahlt, aber nicht investiert haben. Damit können wir einfach Aktien und Co. kaufen. Im nächsten Kapitel noch mehr dazu. Klicken wir hier drauf, können wir das Geld auch auf ein anderes unserer Konten transferieren, was beispielsweise wichtig ist, wenn wir Aktien verkauft haben und das Geld dann privat nutzen möchten. Neben dem Auszahlen können wir hier aber auch das Geld über das erteilte SEPA-Lastschriftverfahren von unserem angegebenen Konto einziehen lassen, was meistens ein paar Tage dauert. Schneller Geld auf unser Broker-Konto erhalten wir, wenn wir den Betrag einfach auf die ganz oben stehende IBAN überweisen von unserem normalen Konto. Das dauert meistens nur 1 bis 2 Werktage. In unserem Broker-Überblick können wir dann den Verlauf unserer Wertpapiere auch in unterschiedlichen Zeitabschnitten anschauen und oberhalb können wir auch einen eigenen Bereich öffnen, wo wir unseren Kursverlauf des gesamten Portfolios oder nur unsere Rendite darstellen können. Scrollen wir auf der Übersichtsseite weiter runter, sehen wir alle unsere gekauften Aktien, ETFs und Co., welche wir gerade in unserem Portfolio haben. Unter dem Namen sehen wir, wie viel Geld wir in der jeweiligen Position investiert haben und wie der heutige Kurs von ihr ist, sowie der Einzelpreis. Wir können unser Portfolio hier auch nach höchster oder niedrigster Rendite sowie Positionsgrößen sortieren, was beim Halten von sehr vielen unterschiedlichen Positionen sehr praktisch sein kann. Unter unserem Portfolio können wir dann noch direkt in den Kryptobereich wechseln, welcher vom Aufbau identisch zu unserem Aktienbereich ist, nur dass man hier ausschließlich Kryptowährungen sieht. Haben wir eine Aktie, ETF oder Co. angeklickt, sehen wir auf einen Blick ihren eigenen Verlauf, wo wir auch den Einzelpreis sehen und seine WKN und ISIN-Nummer. Diese sind praktisch, wenn du genauere Informationen über die Aktie herausfinden möchtest. Bei ETFs sehen wir unter dem Kursverlauf meistens auch weitere Informationen, was für Aktien in dem ETF sind und alle seine relevanten Eckdaten. Über den Stern am oberen rechten Rand können wir das Wertpapier auch auf unserer Watchlist speichern, welche wir unter unserem Profil in der Übersicht sehen. So kann man einfach nicht gekaufte Wertpapiere verfolgen. Neben dem Stern können wir auch im kostenlosen Broker einem Wertpapier einen Preisalarm aktivieren, wo wir dann darüber informiert werden, falls der Kurswert einen bestimmten Wert erreicht. Als letztes in unserem Broker sehen wir dann noch einen Transaktionsverlauf, wo wir alle Einzahlungen, Auszahlungen, Käufe und Verkäufe chronologisch sehen und nachvollziehen können. Bei Käufen finden wir hier dann auch die Wertpapierabrechnungen und zu welchen Werten wir es gekauft oder verkauft haben. Im linken Menü finden wir dann noch einen Kundenservice-Bereich, wo wir uns bei Problemen direkt hinwenden können, sowie unsere Mailbox, wo wir alle relevanten Unterlagen chronologisch haben, welche für unser Finanzprodukt relevant sind. Hier können wir uns alle Verträge und Co. auch als PDF herunterladen. In der Scalable App haben wir unsere Broker-Übersicht direkt auf der Startseite und können im unteren Menü in den Kryptobereich oder die Vermögensverwaltung wechseln. Über unser Profil können wir dann noch alle Account-Einstellungen verwalten, am Ende des Tutorials noch mehr dazu. Doch wie kaufen wir jetzt eine Aktie, ETF, Krypto oder Co.? Dafür müssen wir einfach das Wertpapier anklicken, welches wir kaufen möchten. Wir finden alle verfügbaren Wertpapiere über die Suche im Brokerbereich im Web oder im eigenen Menüpunkt in der App.
Sind wir auf der Seite, können wir es jetzt einfach am oberen rechten Rand kaufen. Hier können wir auch einen Sparplan, falls verfügbar, einrichten, im nächsten Kapitel noch mehr dazu. Der Sparplan ist auch praktisch, wenn du dir nur Teilaktien kaufen möchtest, da wir über den normalen Kauf nur ganze Aktien kaufen können. Im Kaufbereich können wir dann einen Geldwert eingeben, wie viel wir in die Aktie stecken möchten, wo uns dann ausgerechnet wird, wie viele Aktien wir kaufen können, um den Wert so genau wie möglich zu erreichen. Hier sehen wir auch am rechten Rand, wie viel Guthaben wir aktuell in unserem Broker haben, welches wir für den Kauf verwenden können. Neben dem Zielbetrag können wir aber auch einfach direkt die Aktienstückzahl auswählen, welche wir kaufen möchten. Am oberen Rand können wir dann auch noch die Börse auswählen, über welche wir es kaufen möchten, wo wir auch die Transaktionskosten sehen. Generell können wir Aktien und Co. nur zu Börsenzeiten kaufen oder verkaufen. Klicken wir jetzt auf Vorbereiten, können wir noch einen Stopp für den Kauf hinzufügen, womit wir festlegen können, dass der Kauf zu einem bestimmten Kurs getätigt werden soll, und ein Limit hinzufügen, bei welchem maximalen Kurs der Kauf durchgeführt werden soll. Die beiden Dinge sind optional und wenn wir kein Limit hinzufügen, legt Scalable ein 5% Limit automatisch an, sodass wir nie mehr als 5% des geschätzten Ordervolumens kaufen. Ist die Order durchgeführt, sehen wir unseren Kauf direkt in unserem Portfolio. Klicken wir hier das Wertpapier an, können wir unter dem Kursverlauf auch unsere gekauften Positionen sehen, wo wir sehen, für welchen Preis und Stückzahl wir sie gekauft haben und wie viel Rendite wir erhalten würden, wenn wir es jetzt wieder verkaufen würden. Verkaufen können wir unsere gehaltenen Positionen direkt neben der Kaufen-Schaltfläche und das funktioniert genau wie das Kaufen. Wir legen die Stückzahl fest, die wir verkaufen möchten und können einen Stopp und Limit hinzufügen, bevor wir die Order ausführen. Das Kaufen von Kryptowährungen im eigenen Bereich funktioniert genau identisch, nur dass wir hier keine ganzen Coins kaufen müssen, sondern auch kleinere Mengen erhalten. Hier sehen wir den Mindestbetrag beim Kaufen eines Coins direkt beim Festlegen des Zielbetrags. Wenn du Wertpapiere verkaufst, solltest du auch immer bedenken, dass zum Zeitpunkt der Realisierung auch Steuern anfallen, auf jeden Fall in Deutschland, und dass du diese angeben musst und gegebenenfalls versteuern, wenn du über dem Freibetrag liegst. In der App funktioniert das alles genau gleich. Scalable bietet neben dem Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren auch das kostenlose Erstellen von Sparplänen an, was sehr gängig bei Neo-Brokern ist und eine beliebte Methode für eine langfristige Anlagestrategie. Mit einem Sparplan zahlst du jeden Monat oder in einem von dir festgelegten Intervall eine festgelegte Summe in eine bestimmte Aktie oder ETF. Wir können einen Sparplan für eine bestimmte Aktie oder ETF direkt auf seine Übersichtsseite erstellen. Dafür einfach auf Jetzt einrichten klicken und dann müssen wir festlegen, wie viel Geld wir in welcher Häufigkeit in das ausgewählte Wertpapier stecken möchten. Hier können wir auch festlegen, an welchem Tag im jeweiligen Monat dies ausgeführt werden soll und auch erst ein paar Monate später anfangen. Zusätzlich können wir auch einen Inflationsschutz aktivieren, womit unser Sparplan über die Zeit der Inflation angepasst wird. Also kurz gesagt, wir kontinuierlich immer ein bisschen mehr Geld in den Sparplan stecken. Abschließend können wir noch das Konto auswählen, von welchem das Geld des Sparplans eingezogen werden soll, oder einfach unser Depotguthaben auswählen. Das muss dann aber immer gedeckt sein, sobald der Sparplan ausgeführt wird. Das Erstellen und Ausführen von Sparplänen ist grundsätzlich kostenlos und benötigt meistens ein paar Tage. Wir sehen unser bespartes Wertpapier auch im Portfolio, wo wir sie auch an den grünen Wiederholungszeichen erkennen, wo wir auch unsere Sparplanhöhe sehen. Den Sparplan können wir dann auch verwalten, wenn wir die Position anklicken und den Sparplan am oberen rechten Rand auswählen. Hier können wir alle Angaben nochmal ändern, sowie den Sparplan auch komplett löschen. Es lohnt sich meistens nicht, einen Sparplan einmalig zu erstellen, um die Transaktionskosten eines Einzelkaufs zu umgehen, da der Sparplan nicht direkt, sondern erst ein paar Tage in der Zukunft ausgeführt wird. In der App funktioniert das alles genau gleich. Scalable bietet neben dem selbstverwaltbaren Broker auch eine Vermögensverwaltung an, wo du einen monatlichen Betrag automatisch anlegen lassen kannst. Willst du nur diese Funktion nutzen, kannst du es über den ersten Link direkt auswählen und dann wird erstmal kein normaler Broker, wie am Anfang des Videos erklärt, erstellt, sondern direkt die Vermögensverwaltung. Willst du es nachträglich hinzufügen, kannst du es direkt auf der Startseite machen oder in der App in einem eigenen Bereich. Richtest du die Vermögensverwaltung das erste Mal ein, müssen wir einige Fragen beantworten zu unserer aktuellen finanziellen Situation. Hier geben wir beispielsweise an, was unser Ziel mit der Investition ist,
wie lange wir vorhaben, das Geld anzulegen, womit wir bereits Erfahrungen haben und wie hoch das Risiko sein darf. Nimm dir dafür genügend Zeit und probier alles so akkurat wie möglich anzugeben. Das ist nämlich relevant, damit dir Scalable eine passende Verwaltung anbieten kann. In einem der letzten Schritte können wir dann noch festlegen, ob unser Vermögen nachhaltig, nach ESG-Kriterien, mit oder ohne Goldanteil angelegt werden soll oder wir keinen nachhaltigen Schwerpunkt haben möchten. Der größte Unterschied zwischen diesen 3 Optionen ist das Risiko, welches bei einer nachhaltigen Option größer ist, da dort die Optionen nicht so differenziert aufgestellt werden können, wie wenn man sich nicht nur auf nachhaltige Unternehmen beschränkt. Zudem wird bei den nachhaltigen Optionen gewichtsbasiert nachjustiert und bei der normalen risikobasiert. Sollte dir in der Übersicht etwas nichts sagen, kannst du über das i eine Erklärung einblenden. Bei den Kosten unterscheiden sich die 3 Optionen nicht. Doch wie teuer ist die Vermögensverwaltung? Im Vergleich zum eigenen Handeln mit deinem Broker wesentlich teurer, aber das ist ja verständlich, da du hier die Arbeit, welche du sonst beim Verwalten und Heraussuchen hast, abgibst. Die Gebühr der Vermögensverwaltung berechnet sich jährlich aus dem Betrag, welchen du in der Vermögensverwaltung stecken hast. Hier zahlst du 0,75% für die Verwaltung und das Handeln von Scalable und 0,15% ETF-Kosten. Effektiv zahlst du also 0,9% deines angelegten Geldes pro Jahr. Je mehr Geld du also in deiner Verwaltung liegen hast, umso mehr zahlst du auch, aber das sollte im besten Fall wesentlich unter dem Gewinn, welchen du durch die Vermögensverwaltung erhältst, liegen. Im letzten Schritt sehen wir dann einen Strategievorschlag, wo wir eine Prognose sehen können, wie viel Rendite wir circa machen können, bei welchem Anfangskapital, dem monatlichen Sparplan und dem Risikoniveau. Unter Portfolio sehen wir dann auch, wie unser Portfolio ungefähr gestreut wird. Umso mehr Aktienanteil wir haben, umso höher das Risiko und möglich höhere Rendite. Du solltest dir hier aber auch alle Hinweise durchlesen und der Vorschlag zeigt dir nicht, wie es in Wirklichkeit am Ende sein wird. Im letzten Schritt müssen wir dann noch unser Konto angeben, von welchem die monatliche Sparrate abgebucht werden soll und alle Vertragsdetails bestätigen. Das muss dann genehmigt werden und anschließend wird der erste Sparplan nach ein paar Tagen abgebucht, bevor du dann dein Portfolio einsehen kannst. Unsere Vermögensverwaltung finden wir dann in einem eigenen Bereich in der App oder im Web. Hier sehen wir direkt unseren aktuellen Portfoliowert und daneben unsere Rendite, also Gewinn, welchen wir seit Eröffnung gemacht haben. Darunter haben wir dann visuell eine Aufteilung, in was wir aktuell prozentual beteiligt sind und können uns das hier auch ganz genau aufschlüsseln lassen. Unter Transaktionen sehen wir alle Veränderungen, die Scalable für uns macht. Wir selber können hier keine Transaktionen ausführen oder verändern. Wir können lediglich unser Portfolio benennen, was praktisch ist, falls wir mehrere haben oder es für etwas Bestimmtes ist. Was wir auch verändern können, ist unsere monatliche Sparplanrate und wir können auch einmalige Einzahlungen oder Auszahlungen tätigen. Wenn du irgendwelche Fragen bezüglich deines Portfolios haben solltest, kannst du sie im Link-Menü einfach über den Support stellen. Werfen wir abschließend einen Blick in die Einstellungen, welche wir unter unserem Profil im Menü finden. Hier können wir alle unsere persönlichen Daten sehen und nachträglich ändern, falls sie nicht mehr korrekt sind, und auch unsere Steuer-ID sehen und unsere Produkte bei Scalable verwalten. Das heißt, wir können hier unser Abo sehen und diesen wechseln oder beispielsweise kündigen, sowie unsere Depot-IBAN sehen, sowie Depotnummer und unsere Anlegeerfahrung verwalten. Schließlich können wir hier unser Broker-Konto bei Scalable auch wieder kündigen. In der App können wir uns im Profil auch ausloggen und auch eine 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um die Sicherheit deines Kontos zu erhöhen. Jetzt weißt du, wie du mit Scalable einfach einen Broker für das Handeln von Aktien und Co. eröffnen kannst oder dein Vermögen verwalten lassen kannst. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du direkt kostenlos durchstarten. Für mehr Tutorials zu anderen Brokern wie Trade Republic oder Bankkonten von beispielsweise N26 kannst du gerne auf meinem Kanal vorbeischauen.